So, ich habe versprochen, bei einer Aufgabe, wo ich Konturen rekonstruiere, mal die Kamera laufen zu lassen. Die Aufgabe war, bei einer Mini-Haube ein Streifendekor nachzumachen, was man so käuflich nicht mehr erwerben kann oder vielleicht von vornherein selbst gemacht war. Das Problem Mini-Haube ist tatsächlich die Wölbung in der Haube und die Krümmung, die anhand der Fahrzeugkontur entsteht. Und das galt es eben zu rekonstruieren. Mein Name ist Martin Gerhards, ich bin mit der Werbetechnik per Du. Ausgangsmaterial war ein Ausdruck von einem Karosseriebauer, der die Haube erneuert hat. Lackiert ist sie schon seit Wochen. Ich habe auch nicht die Fotos, sondern auch nur diesen Ausdruck von den Fotos. Zum Glück aber mit so einem aufgesetzten, zwar unscharfen Metermaß, aber hier kann ich wenigstens die Maße rekonstruieren. Und ansonsten existiert ein Originalfolienmuster, was an der alten Haube abgezogen worden ist. So, nach langem Hin und Her habe ich mich dazu entschieden, eine Folie aus der Serie 777 zu nehmen, die am nächsten dran war, weil jede Art von Recherche, da die richtige Folie zu finden, ist irgendwo im Sande verlaufen. Und es gab schon die Vermutung, dass das eventuell im Siebdruck gemacht worden ist, was durchaus sein kann. So, die Aufgabe ist also, diese Krümmung, die in der Haube drin ist und den Konturverlauf der Haube irgendwo in diesem Dekor aufzugreifen und entsprechend herstellen zu können. Weil diesen Streifen gerade plotten und dann während des Klebens schräg ziehen und dann womöglich noch auf beiden Seiten identisch, ist absolut utopisch. Da mache ich mir lieber die Arbeit und ziehe einmal die Kontur hier raus und habe dann die Möglichkeit, den Streifen fertig zu plotten und einfach aufzukleben. Und wer mich kennt, ich habe eine Möglichkeit, jederzeit zu rekonstruieren. Das heißt, ich mache mir die Arbeit jetzt einmal und bin dann in der Lage, jede Art von Dekoren, die an die Stelle kommen, entsprechend anzupassen. Ich kann sogar mit ein paar Tricks jede beliebige andere Stelle auf der Haube darstellen und die Krümmung entsprechend erzeugen. Aber das ist hier im Moment nicht Thema. So, was habe ich getan? Ich habe eine Haube gefunden oder einen Mini gefunden bei einem Autohändler, wo ich arbeiten konnte, der einen parallelen Streifen genau an der Stelle gehabt hat, wo jetzt dieser breite Streifen drauf soll. Der war zwar nur die Hälfte so breit, aber im Endeffekt interessiert mich auch erstmal nur die Krümmung, die ich haben möchte. So, ich habe also ein Stück Packpapier genommen, habe das ausgerollt, mit Magneten festgemacht, glatt gestrichen und habe dann diese Kontur, kann man hier sehen, einfach mit einem Filzer in der Kante nachgezeichnet. Habe mir auf der anderen Seite die Referenzkontur genommen und hatte dann so eine Möglichkeit, sagen wir mal, diese Linie oder diese Krümmung tatsächlich auch in den Rechner zu bekommen. So, früher habe ich mir immer die Arbeit gemacht und habe dieses Teil dann ein paar Mal gefaltet, dass das in den Scanner passt und habe die Teile hinterher im Rechner zusammengesetzt. Die Arbeit mache ich mir jetzt meistens nicht mehr, weil ich, sag mal, durch das Übertragen über Koordinaten die Kontur auch so rausbekommen kann. So, und damit ich die Koordinaten richtig anlege, habe ich mir hier Referenzen genommen und habe die entsprechenden Maße gemessen, indem ich ein Lineal aufgelegt habe. Habe dann festgestellt, dass der erste Weg hier Pille gerade ist und dass dann hier an dem Punkt ungefähr anfängt, dass die Krümmung entsteht. So, und da habe ich mir zwei Referenzmaße genommen, einmal bei 500 mm und einmal bei 740 mm, kann man hier sehen. Und bei 740 mm hatte ich einen Abstand vom Lineal zur ermittelten Kontur von 22 mm und bei den 500 mm Abstand waren es 11 mm. So, und die Idee ist, über eine ganz normale Bézier-Kurve, die so lange anzupassen, gerade anzupassen, auch nur mit 2 Ankern, bis ich von diesem 22er Punkt und dem Punkt, wo die Krümmung beginnt, diesen Schnittpunkt 11 mm genau treffe. So, und das reicht mir an Präzision also für diese ganze Geschichte völlig. So, ich habe auch noch, kann man jetzt hier in dem Blatt nicht sehen, ich habe auch noch das Maß zur Kante Lufthutze und zur Kante Lampe ermittelt, wobei dann rausgekommen ist, dass dieser Streifen genau, ich glaube, bis auf 3 mm mittig zwischen diesen beiden Teilen vorbeiläuft. Also für uns eigentlich die ideale Voraussetzung. So, zu Beginn habe ich über eine Funktion, wo ich automatisch Kurven
Längen ermitteln kann, habe ich mir ermittelt, wie lange das Material in etwa ist, was ich hier brauche, indem ich einfach an der Stelle, wo das Dekor beginnt, bis zu dem Punkt, wo es endet, einen Bogen gesetzt habe, was in etwa der Haubenkrümmung entspricht. Und habe dann im Andocker Eigenschaften, den kann ich hier nochmal eben aufmachen, kann ich dann unter Linien kann ich sehen, wie lang die Kurve ist. Wir sind dann bei 1114 mm, also wir sind ungefähr bei 1,15 Meter Dekorlänge, da komme ich allemal mit hin. Das ist auch nur eine Sicherheit, um zu gucken, ob das Material später auf den Plotter quer reinpasst oder ob ich längs schneiden muss, ist ein bisschen was für die Seele. So, im nächsten Schritt lege ich erstmal das Dekor an, damit ich die Breitenmaße und das Abstandsmaß dieser beiden Strichstärken habe. Die Länge interessiert mich dabei erstmal weniger. So, damit habe ich jetzt mein Dekor erstmal grob vorbereitet, ohne die Krümmung. Und im nächsten Schritt werde ich aus den Angaben, die ich über diese Papierschablone ermittelt habe, die entsprechende Krümmung in den Rechner bringen, womit ich dann später weiterarbeiten kann. So, damit habe ich jetzt die eine Kontur, das ist die äußere Seite von dieser Krümmung erfasst, also genau das, was ich nachgezeichnet habe. Und das können wir jetzt auch anhand der Zeichnung, die ich habe, einfach mal beweisen. So, und zwar lege ich dafür diese Kontur einfach hier oben drauf. So, ich muss jetzt nichts anderes machen, als die Kontur deckend hier auf die andere zu bringen. Und das mache ich, indem ich den Ausrichten-Modus anmache und habe hier Objekte vorgewählt. Ich kann jetzt mit der Maus einfach hier drüber gehen und Corel zeigt mir dann immer genau an, wo der snappt. Der zeigt dann hier Rand an und sagt aber auch hier an, dass da ein Knoten ist. Das ist exakt der Knoten, wo linke Seite gerade zur rechten Seite Bogen übergeht. Und die Stelle ziehe ich mir genau auf mein Maß, wo ich festgelegt habe, ab hier ist gerade zu Ende, indem ich dann einfach dahin ziehe. So, jetzt klicke ich noch einmal drauf, dann ändert der in den Drehmodus und den Mittelpunkt von dem Drehmodus, den ziehe ich jetzt genau auf den Punkt. Dann gehe ich auf die linke Seite und dann drehe ich das Teil genau so, dass der parallel hier auf der Linie liegt. Und dann kann man sehen, dass der hier der Linie so gut wie komplett so folgt, wie ich mir das vorgestellt habe. Im nächsten Schritt kann ich jetzt von der Linie sowohl die Mittellinie als auch zur Kontrolle die Gegenüberlinie von dem derzeit auf dem Mini befindlichen Dekor ermitteln, womit wir später weiterarbeiten. So, dazu selektiere ich die Linie, die ich weiter bearbeiten möchte, gehe hier oben in der Menüzeile auf die Funktion Parallelen erzeugen. Dann erscheint ein kleines Fensterchen. Hier kann ich jetzt angeben, auf welcher Seite ich die Parallelen haben möchte, wie viele Parallelen ich haben möchte und mit welchem Abstand ich die entsprechend haben möchte. Ich könnte sogar angeben, beziehungsweise das Maß aus der Zeichnung freihand ermitteln. Auch die Funktion ist da. So, ich gebe jetzt hier ein, wir wissen, das Dekor ist 120 mm breit, das heißt, ich möchte bei 60 mm meine Mittellinie haben und weitere 60 mm meine Kontrollkontur auf der anderen Seite. Gebe dann hier die 60 mm ein, sage, ich brauche insgesamt 2 Parallelen und gehe dann hier rechts auf den Menüpunkt Ausführen. So, was jetzt passiert ist, der hat mir die Parallelen genau auf der anderen Seite angelegt. Das kann ich umgehen, indem ich den hier einfach umschalte, um den zu animieren, die andere Seite zu nutzen. Die Alternative wäre, kann ich auch mal eben zeigen, ich gehe nochmal zurück, die Alternative wäre, wenn ich die Ursprungseinstellung beibehalte, dass ich mit dem Werkzeug Form einen Knoten selektiere und hier oben mit den gegenläufigen Pfeilen die Laufrichtung der Kurve einfach umkehre.
Das würde also unterm Strich auf dasselbe rauskommen. Jetzt habe ich sowohl die Mittellinie als auch die nächste äußere Kontur. So, im nächsten Schritt mache ich mir von dem vorgezeichneten Dekor einen sogenannten Pinsel für die künstlerischen Medien und habe so die Möglichkeit, diese Vektorgrafik auf eine beliebige Linie zu legen, nämlich in unserem Fall die Mittellinie, die wir gerade erzeugt haben. Damit wäre das ursprünglich erzeugte Dekor fertig gekrümmt und fertig zum Plotten. Wir müssen jetzt nur noch die Kombination aufheben zur Mittellinie, weil ich die ja nicht mitschneiden möchte, und habe dann eine fertig plottbare Datei. Habe aber auch immer noch die Mittellinie, um jedes weitere Dekor an der Stelle entsprechend anzupassen. Also genau das, was wir möchten.